Servus Leute, es ist wieder Outdoor Kitchen Time. Matti hier. Schön, dass ihr zuschaltet. Heute lohnt sich das für euch ausnahmsweise, denn ich mache ein hammergeiles Gericht und zwar serbische Bohnensuppe. Original serbische Bohnensuppe. Das Einzige, was daran nicht original ist, das bin ich. Das ist ein bisschen komisch, wenn ausgerechnet ein Kroate serbische Bohnensuppe macht. Wie gesagt, ein super Gericht. Ich habe es ein bisschen optimiert, ein bisschen verfeinert, aber was genau, das sage ich euch. Ihr könnt euch natürlich auch an das Originalrezept halten. Ich finde, so schmeckt es besser. Okay, genug geredet, fangen wir einfach mal an. Ganz egal, was für ein Gericht, ohne gute Zutaten kriegst du auch kein gutes Essen hin. Die Hauptzutat für serbische Bohnensuppe, das ist Räucherfleisch. Ich habe hier ein geräuchertes Schweinerippchen, ungefähr 400 Gramm geräucherten Bauchspeck und 2 geräucherte Würstchen. Ja, und dann natürlich Bohnen, getrocknete Bohnen. Ich habe hier 900 Gramm weiße Elefantenbohnen. Ich mag halt diese großen weißen Bohnen lieber. Die richtigen Riesenbohnen, die habe ich leider nicht bekommen, aber die sind hier auch sehr super. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr die Bohnen die Nacht über in Wasser einweicht und nach Möglichkeit das Wasser mehrmals wechselt. Und damit die serbische Bohnensuppe schön sämig wird, brauchen wir noch 2 große Zwiebeln und 2 Karotten. Ja, und dann kommen noch weitere Zutaten. Ich habe hier 3 Peperoni, 3 Esslöffel Vegeta, dann 1 Teelöffel weißen Pfeffer, 1 Esslöffel Butterschmalz, 3 Esslöffel Mehl, dann getrocknete Tomaten, manche verwenden, also im Originalrezept verwendet man getrocknete Paprika, ich finde getrocknete Tomaten passen besser dazu, 1 Esslöffel Tomatenmark und 3 Esslöffel Aleva Paprika, das ist jugoslawisches Paprikapulver, edelsüß, dazu noch 5-6 Lorbeerblätter, 5 große Knoblauchzehen und ja, das gehört auch nicht ins Originalrezept, aber ich tue noch 1 Teelöffel Kümmel dazu und 1 Teelöffel Fenchelsamen. Ich finde, das rundet das ganze Gericht nochmal super ab. Ja, dazu noch schwarzen Pfeffer und Salz und was viele auch nicht verwenden, wir werden nachher eine Paprikapulver-Mehlschwitze machen und dann nehme ich nochmal so 20 Milliliter Weißweinessig, einfach nur, weil das Paprikapulver sehr schnell anbrennt beim Anrösten und später bitter wird und das Gericht regelrecht ruinieren würde. Also immer noch ein bisschen Weißweinessig dazu, bevor wir das Paprikapulver anrösten. So, jetzt haben wir noch alles. Nein, eine Sache fehlt. Ja, und zwar ein schöner großer Topf. Ich werde die serbische Bohnensuppe als Kroate hier in Deutschland in einem ungarischen Gulaschkessel zubereiten. Ich finde es irgendwie geil, wenn so leckere Gerichte ganz traditionell über Feuer zubereitet werden. Gibt dem Ganzen dann nochmal eine besondere Note und nebenher Spaß macht's auch noch.
So, die Zwiebeln und den Speck, den dünsten wir jetzt ungefähr 20 Minuten an, rühren hin und wieder mal um bei geschlossenem Deckel und dann geben wir die Bohnen dazu. Meine Frau sieht im Hintergrund, die hängt Wäsche auf und sagt eben, der ganze Garten riecht. So, nach 2 Stunden Kochzeit holen wir mal so eine Bohne raus, dann machen wir einen Drucktest. So, wenn die sich ganz leicht zerdrücken lässt, schmeckt geil. Dann sind die Bohnen schon fast gar. Ja, dann wird es Zeit für die Paprika-Mehlschwitze und die machen wir jetzt. Ja, ich habe ein bisschen Hilfe bekommen. Das ist mein Beikoch, meine Tochter. Wie heißt du denn? Stell dich mal unseren Zuschauern vor. Matthias Hedgar. Was machst du beruflich? Gehst du in die Schule? Ja, Seit wann? seit 2 Tagen. Kann auch schon kochen und hilft mir heute ein bisschen. Ja. Okay, bereit? Ja. Alles klar, hauen wir rein. Ho. Was kochst du heute, Papa? Das ist eine serbische Bohnensuppe. So, nimm das mal in beide Hände. In beide Hände ganz fest und schütt es da rein. Einfach da reinschütten, genau. Super. Da siehst du, Katze doch. Sollst nicht alles aufessen, Mensch. Super. Ho. Hey. Gut umrühren, ja? Ja.
Warum muss man das machen? Mit der es lecker schmeckt. Was ist da alles drin? Da sind Bohnen, Würstchen, Fleisch, Speck, Gewürze. Was passiert, wenn die Suppe ins Feuer fällt? Die kann nicht ins Feuer fallen, deswegen haben wir ja die Kette. So. Aber Papa, ich habe da ein bisschen umgerührt, dann ist mir ein Klecks ins Feuer Ist doch nicht gegangen. schlimm, mir auch. Okay, machst du den Deckel drauf? Ja. Wie macht man das? Prima, einfach loslassen. So. Sehr gut. Es fehlt nur ein bisschen Geschmack, aber ansonsten fantastisch. Mal gucken, was der Beikoch sagt. Sehr lecker. Wirklich? Ja, Okay, probier auch mal die Bohne, nicht nur das Fleisch. auch sehr lecker. Du hast doch wieder Fleisch gegessen. Schau, da ist keine Bohne mehr drin. Okay, also kann man es essen, ja? Ja, Ist auch nicht zu scharf oder so? ein bisschen irgendwas ist zu scharf. Okay. Fehlt noch irgendwas? Können wir noch was reinmachen? Ja, Salz. Ich sag, heute essen wir sehr bisschen Bohnensoße. Was essen wir heute? Was sagst du? Sehr bisschen Bohnensoße. Okay, heute gibt es serbische Bohnensoße. Ja, ein ganz neues Gericht. Darf ich noch mal essen? Na klar. Serbische Bohnensoße. Lecker. Ja. Ja, das war's für heute. Serbische Bohnensuppe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Genau, abonniert unseren Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Matti und Mattea. tschüss. Tschüss.